Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute widmen wir uns einem der absoluten Meilensteine der Rock- und Popgeschichte, dem Album Crime of the Century von Supertramp aus dem Jahr 1974. Ein Werk, das bis heute als audiophiles Meisterwerk gefeiert wird. Aber habt ihr euch bei diesem Album eigentlich mal gefragt, warum es diese Platte ohne das absurde Abschiedsgeschenk eines holländischen Millionärs nie gegeben hätte? Wie man 1974 komplett ohne Photoshop dieses legendäre Weltallcover mit einfachsten Tricks im Studio gebastelt hat? Und welcher geheime, geniale Code hinter dem Songwriting von Davis und Hodgson steckt, der bestimmt, wer welchen Song singt? Genau diese Geheimnisse lüften wir gleich. Wir schauen uns die verrückte Entstehungsgeschichte an und analysieren die 4 wichtigsten Songs auf der Platte. Wenn du Bock hast auf solche musikalischen Deep Dives, dann folge unbedingt direkt dem Kanal und lass ein Like da, so verpasst du keines der nächsten Albenporträts und hilfst mir ungemein. Vielen Dank für deinen Support. Und damit fangen wir mit einem echten Fun Fact an. Dieses Meisterwerk hätte es fast nicht gegeben. Die ersten beiden Alben von Supertramp verkaufen sich extrem schlecht und die Band stand 1973 vor der Auflösung. Es war der holländische Millionär Stanley Sam Miesegas, der die Band in ihren Anfangsjahren finanziell unterstützte. Als er 1972 als Sponsor ausstieg, erließ er der Band als Abschiedsgeschenk alle Schulden. Aus Dankbarkeit ist das Album Crime of the Century ihm gewidmet. Auf der Hülle findet sich die Widmung To Sam. Mit komplett neuen Begleitmusikern und frischem Mut zog sich das Songwriter-Duo Rick Davis und Roger Hodgson dann vom November 1973 bis Februar 1974 in ein englisches Farmhaus aus dem 17. Jahrhundert in Somerset zurück. Umgeben von ihren Frauen, Kindern und Hunden schrieben sie dort unglaubliche 42 Demosongs. Für die Produktion holten sie sich Ken Scott ins Boot, der schon mit David Bowie und den Beatles gearbeitet hatte. Scott verpasste dem Album diesen gigantischen, dreidimensionalen CinemaScope-Sound, der es bis heute zu einer absoluten Referenz für HiFi-Enthusiasten macht. Und jetzt eine spannende Anekdote zum legendären Cover. Habt ihr euch mal das Gitter und die Hände im Weltall genauer angesehen? Der Illustrator Paul Wakefield nutzte dafür noch kein Photoshop, sondern handgemachte Tricks. Sein Zwillingsbruder baute einen echten Käfig aus Aluminiumstangen und malte sich die Hände weiß an. Der Sternenhimmel im Hintergrund war einfach nur ein Stück schwarz bemalte Pappe mit Löchern, hinter der eine Lampe leuchtete. Was das Songwriting angeht, gab es bei Supertramp eine ähnliche Abmachung wie bei Lennon und McCartney. Die Songs wurden immer Davis und Hodgson gemeinsam zugeschrieben, obwohl sie eigentlich komplett getrennt schrieben. Die einfache Regel lautete: Wer den Leadgesang auf dem Album singt, hat den Song auch geschrieben. Auf Crime of the Century stammen genau 4 Songs von Davis und 4 von Hodgson, die sich auf der Platte perfekt abwechseln. So, lasst uns nun tief in die Musik eintauchen. Hier sind die meiner Meinung nach 4 wichtigsten Songs des Albums und was sie so besonders macht. Das Album öffnet mit School, einem Song aus der Feder von Roger Hodgson. Der Track beginnt extrem atmosphärisch, mit einer einsamen Mundharmonika von Rick Davis, die stark an den Soundtrack von Spiel mir das Lied vom Tod erinnert. Danach hören wir Hodgsons perlende Gitarre, bevor der Song mit einem brillanten Klaviersolo von Davis richtig Fahrt aufnimmt. Textlich ist der Song eine starke Kritik am Schulsystem. Hodgson verarbeitet hier das Gefühl, dass Schulen uns zwar intellektuell drillen, uns aber nicht auf das echte Leben vorbereiten oder uns beibringen, auf unser Herz und auf unsere Intuition zu hören. Musikkritiker weisen oft darauf hin, dass School in seiner Thematik Pink Floyds berühmte Another Brick in the Wall um Jahre voraus war. Kommen wir zum ersten großen Hit der Band, Dreamer. Dieser Song katapultierte das Album in die britischen Top 15. Hodgson schrieb diesen Song bereits mit 19 Jahren auf einem ersten Demo-Tape. Als er zum allerersten Mal in einem Raum allein vor einem Wurlitzer-Piano saß, brach dieser Song regelrecht aus ihm heraus. Und genau dieses galoppierende Wurlitzer-Piano, gepaart mit Hodgsons markant nasalem hohen Gesang, machte Dreamer unvergesslich. Es ist ein autobiografischer Track über einen jungen Mann voller Träume und Visionen. Während Dreamer in Europa durchstartete, feierte in den USA vor allem die B-Seite der Single enormen Erfolg. Bloody Well Right. Dieser Song ist ein klassischer Rick Davis-Track. Hier zeigt die Band ihre etwas härtere, bluesige und jazzige Seite. Davis singt mit seiner viel raueren Stimme und liefert am Anfang ein wahnsinnig groovendes, freies Wurlitzer Piano-Solo ab, bevor fette Saxophon- und Gitarrenriffs einsetzen.
Der Text ist voll von spitzen englischem Humor und zynischen Spitzen. Ein krasser, aber genialer Kontrast zum träumerischen Pop von Roger Hodgson. Der 4. Song ist das heimliche Herzstück der Platte, das 7,5-minütige Epos Rudy, ebenfalls geschrieben und gesungen von Rick Davis. Rudy ist im Grunde die geheime Hauptfigur des ganzen Konzeptalbums. Der Text erzählt von einem einsamen, ziellosen Mann, der wenig Liebe erfahren hat und bildlich gesprochen in einem Zug ins Nirgendwo sitzt. Musikalisch ist Rudy eine Achterbahnfahrt des progressiven Rock. Von ruhigen, melancholischen Klavierpassagen bis hin zu jazzigen Ausbrüchen und einem gewaltigen Orchesterarrangement. Um die Atmosphäre perfekt zu machen, mischte Produzent Ken Scott echte Zuggeräusche mit Studioeffekten. Ein absolut filmisches Hörerlebnis. Crime of the Century ist nicht einfach nur ein Album, es ist eine Reise. Es vereint genialen Pop mit tiefgründigem Progressive Rock, Melancholie mit Zynismus und perfekte Aufnahmetechnik mit emotionalem Songwriting. Wie seht ihr das? Welcher Song von Supertramp ist euer absoluter Favorit? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Bis zum nächsten Mal und bleibt musikalisch.